Good morning. Gut, waar hier zijn, is het niet? Ja, we zijn nu al 5 zinnen om Desch geweest met Jezus. En we hebben zijn levens veranderd. De eerste zondag weer Leifi. Maar wat we ook kennen als Matthäus. Hij heeft een tekst gelegt, maar hij kwam naar Desch met Jezus en hij ging de weg als een genie. En hij werd einer wat de Bibel schrijft, een pot van de Bibel. De tweede zondag, dan reden we van de früh. Jezus beim Pharisäer tankas en de zintelige früh op de dorp komt dan aan. Worstam de feit met de troon, dreigte met de hoor. En Jezus zegt daar, die geloven heeft die geraad, die zinnen zijn vergeef goed en vrede. En de derde boodschap redt Michael van in de wüste. En waar we met dat klein beetje wat we hebben, kan Jezus veel merken en vele levens veranderen. Vijf zondag reden we van Zacchaeus. En we checkten nu zijn leven van Farnbaum en Appenbaum en Noembaum. Aber Zacchaeus ging weg van in Desch als een 100% veranderde Mensch. En dat is het onze Ziel geweest met deze boodschappen. We willen ook naar Desch komen. Van der nadat de boodschap komt, du hast Ruhm Desch. Aber wir wollen nicht bloß naar Desch kommen. Wir wollen ook een veranderd leven. En ik geloof dat we in werkelijkheid kunnen met Jezus mal een multit eten. Als we gerne kunnen, dan wordt ons leven radicaal veranderen. En zo komt, du hast Ruhm Desch. De tekst gelegt daar wordt een genie, wordt een schrijver van de Bibel. De zintelige früh wordt een opvolger, die wordt vergeeft. Zacchaeus zijn leven weer transformiert. En wie willen gaan ons leven? Soll transformiert sein, dass wir wollen wirklich nicht bloß einen Kopfglauben haben, wir wollen nicht bloß sein, ich sehe ein Kind Gottes, aber wir wollen sein Desch was mit Jesus. Und wir wollen da weggehen und wir wollen andere Menschen sein, wir wollen Unterschied merken in dieser Welt, dort klein bisschen, was ich habe, dort klein Ding, was ich habe, dort kann Jesus brücken, zum so ein großer Unterschied merken in dieser Welt. Und so wir wollen ein verändertes Leben. Von der kommen wir naar den ganz wichtigsten Desch in der menschlichen Geschichte. Und zoals je zien kan, we hebben meerdere Deschen hier bij van der, we willen Luther dat overmal vieren. Aber ich will ein klein bisschen teruggaan en een beetje zien, wo komt het her. Aber dit weer de wichtigste Desch. Dat fängt an als een jüdische Passover en dat hört ab als een ganz nieuw Bund, een ganz anderer Anfang, een ganz nieuw Ding. Jesus hat seine Jünger, in Lukas 22 haben wir die Geschichte, wir wollen die nicht ganz lesen, wenn Zeit halten, aber Jesus hat seine Jünger gesagt, gut, dort Passover heute merken, wenn ich kann verlangen, mit Jünd dort Taub zu essen. Und so die Jünger, sie gehen, und sie schlachten einen Schub, sie backen dort am Lob nicht viel, sie merken Brot, oder Scheibenbrot, Fleisch, was nicht hefhaft, angesüßtes Brot. Und sie bringen Krut mit, verschiedene, ich wollte nach Luther ein bisschen Bild wiesen, von wo so ein Desch leid. Da wird alle Boden wie, aber sie merken dort reut. Und so dort stand es für, was da haben wir gedacht haben, aber über dem, als es Abend in Jesus kommt mit seinen Jüngern, nur der Stuhl, wo sie sich dann haben gerannt, oder vielleicht hast du einen Freund gewasst, was die Ante laut brocken. Und dann Lukas 14, 22, 14, da sagte dann aus der Stunde kam, sahen heuen seine Apostel sich Desch. Na, das ist mir so interessant, wenn du das weißt, was die wird passieren in den nächsten 24 Stunden, das wird eine von den ganz ersten Geschichten sein in der Welt. Wo möglich wirst du den Desch sein? Das ist ein von den Wunder von Jesus sein Leben. Er verteilt seine Jünger, dass das, was passieren wird, er sagt, sie können euch verstehen, aber wenn die Stunden von hier, wo sie sich dort sagten, wir können sein Bern an Posten, was Judas haben verraten, Petrus wurde mit Pfleg wieder verliehen, die Jünger waren alle weggerannt und verspreiten sich, Jesus wird festgenommen worden und wird sehr durchgeheft worden, gründlich sehr dumm behandelt und schließlich am Kreuz genäht. Das ist alle Bern 24 Stunden, was dort passieren. Und so Jesus sagt mit seinen Jüngern Desch, er sagt, ich habe ein Verlangen gehabt, mit Jünd Taub diese Multi zu eten. Und ich glaube, dort allein ist eine kraftvolle Botschaft, dass Jesus die Wahl mit seinen Jüngern taub sind, wann er auch weit, was ihm kommen ist. Und so, dass
Passafast, oder diese Multit, wo das Israel führen deed, dat geht ganz treu, no 1. Mose Kapitel 12. Ich glaube, wir sind bekannt mit der Geschichte von Israel. Josef wird nach Ägypten verkauft von seinen Brüdern, und dort brach Josef, Jakob und seine Familie nach Ägypten. Die hatten sie dort für 400 Jahre gewohnt. Sie wären Sklaven geworden in der Zeit und waren durch sehr schwor behandelt, mussten schwor schaffen und so wieder. Und die Menschen, die fangen an, Gott zu schreien, sagt die Schrift, und Gott begegnet Moses in der Wüste am brennenden Busch. Und er sagt, komm mal nach Ägypten. Und so wie weit in der Geschichte. Und Moses geht dahin und Gott schickt 12 Plagen über Ägypten, wenn Pharao lässt das Volk nicht gehen, wenn das sind seine besten Arbeiter. Aber dann sagt Gott, ich will noch eine Plage über Ägypten schicken und nur dort, dann, wo die dort gedreven wurden, like jemand ganz reut sind, die sollen abgepackt sein. Und das danach, und zu Israel, sie mussten all den Stott verrückt, mussten sie einen Schub zu sie sagen, einen Schub ohne Fehler, musste all zu sie gesagt werden, dort war eine Tradition, oder dort wird der Befehl von da wieder. Und so sie nehmen einen Schub, und schließlich hast du oben durch, sie sind top geparkt, dort erst ist die Südkiste sind angepackt, alles ist top geparkt, weil in einem Moment wird es losgehen, und so wie hier beten. Und so sie machen das Blut an die Dären schmieren, und was das deuten sie im Glauben. Sie hat noch niemals so gehört, noch niemals so gesehen, hat noch never eier so gegift. Und Gott sei schlagt einen Schub, da das Blut an die Dären an, und da hängen die der. Da sei ich safe. Ich wundere einmal, sind da noch so eine Gewasfleisch, wo sie dachten, oh, yeah, right, wie wollen das uns wie waren? Ich weiß nicht, die Schrift sagt uns nicht, aber wie weit, wo wir Menschen sind, nicht? Und so da sagten sie hinter die Dären, und sie machen dort öffnet für Backen, sie machen Brot haben, was ohne Hev ist, wenn das alle busig, das hat nicht Zeit zum Gehen. Und so da sagten sie, nu, in der Todesengel, sagt die Schrift, geht durch Ägypten, alle Erstgeburt von Tieren und Menschen, was alle umgebracht. Ich habe uns nicht verstanden, weil das in das Land ist, was bei Israel wird gerade hängen. So dort wird 1500 Jahre treu. Und jeder Jahr muss Israel kommen und dort Fast führen. Und sie müssen sich immer erinnern. Aber weil du in dort Fast, dort wir nicht bloß ein Trittchecken, dort wir können vorabchecken. Aber sie wären für 400 Jahre das Loben gewesen, und nun kommt der Lösung. Aber Gott sagt zu Israel, das soll ihr nun führen, von hier wieder. Und so als Jesus an Desch sagt, das sind ungefähr 1500 Jahre Luther. Und all die Multiden, all die Schub, all das Blut, all die Wein, alles hat immer nur das Moment gewesen. Nu sagt der weltliche Schub, der weltliche Sehen Gottes, sagt nu Desch. Aber hier werden nicht immer Tieren gewesen, aber hier wird es immer was hat wohin gewesen. Aber nu ist es wirklich hier. Das ist, wo wir von dir sind. Wir reden von Jesus in Wahre kommen, und wir können uns streiten, wird alles was passieren. Aber einiges ist klar, wir wollen einen Tag in der Ewigkeit sein, wir wollen bei Jesus sein. Und weißt du, 2000 Jahre kann es sein, dass die Zweiten all gewesen, aber bei einmal hastig eine nach. Und weißt du, die Schrift sagt zu uns, sieht reut, sieht abgepackt. Hat das Blut an jene Deren so zu sein, hat das Blut an jene Leben angewandt, wenn einen Moment, in einem Augenblick, ist der Moment hier. Und wir wollen mit Jesus zusammen. Und so von der check, wie fertig kriegt es Israel hat für 1500 Jahre. Und über einmal, ohne dass sie wirklich wissen, was passiert, und über einmal sagt das weltliche Lamm Gottes Desch. Gott hat zu uns gesagt in 1. Mose 12, 13, wenn ich das Blut sei, wo ich beginnt vorbeigehen. Das ist ein von den wichtigsten Sätzen in der ganzen Bibel. Wenn ich das Blut sei, wo ich beginnt vorbeigehen. Das ist bei uns, korrekt ist das. Er sagt nicht, wenn ich in der gute Worten sein, wo ich beginnt vorbeigehen. Wenn ich in der reiche Kleidie sei, dann wo ich beginnt vorbeigehen. Wenn ich in der Hochkreis reich sein, wo ich beginnt vorbeigehen. Das ist Religion. Weißt du, was Jesus sagt? Wenn ich das Blut an die sei, wo ich vorbeigehen. Dann bist du gerat, dann gehst du nicht im Gerecht. Johannes redet davon, dass wir sind über das Gerecht, so wie in Stich gegangen, wenn wir haben Jesus. Und so das, was hier passiert. Gerecht kam über Ägypten, Israel wird frei gemacht, Sklaverei, die nehmen ein und wird losgekauft sozusagen. Und so von dem Moment wieder muss Israel das führen. Ich will dir ein Bild weisen.
von den Desch haltet uns Station, aber du sind verschiedene Dinge. Du hast das Brot hier, ganz an dieser Kant, wir würden das Tortillas nennen, vielleicht von der, aber das angesührte Brot, das nicht hev. Und du hast das Fleisch, das Schuppe, Fleisch, du hast Wein. Du wirst ein Feuerkuffel Wein in ein jüdischer Passafast. Sie fangen dort die Mahlzeit an mit einem Kuffel Wein oder mit einem Bett Wein trinken. Dort wird der Heiligungswein. Dort die ganze Mahlzeit sozusagen Helgen oder Portsaten, das ist das Passafast. Da werden in der Mahlzeit oder trinken sie einen Kuffel Wein, was das Gerecht verstellt oder was über Ägypten kommt. Sie trinken ein Bett Wein von, auf Englisch sagen wir Redemption, like entweder losgekauft oder so wieder. Und dort bleiben viele Schriftstellen aus das Kuffel Wein, wo Jesus sagt, das ist mein Blut. Und dann hatten sie noch ein Kuffel Wein von Danken, Preisen. Und so diese Kuffels Wein, der wird durch verschiedene Städten in der Mahlzeit wird dort getrunken. Und weißt du, diese Mahlzeit war eine Botschaft. Und so du hast süret Sauerkraut oder was immer, süret Struck. Und dort die Erinnerung an ihre Sklaverei in Ägypten. Und sie hatten da was von Näht und Honig und Dinge abgerührt. Und so dort bedient frisches Leben. Und so verschiedene Dinge. Diese Botschaft, diese Mahlzeit, das war eine Botschaft. Und so die Familie sagt am Desch. Und mit jeder denkt, was sie deuten. Von den ersten Wein, was sie tranken, bis den letzten Wein, was sie tranken, dann verteilt Papa oder Großpapa, verteilt die Geschichte. Einmal war jeder Jahr, zu jeder Kind. Und so, das Passafast wir nicht eine geheime Mahlzeit, was sie irgendwo im Mess im Dienstern mussten und keiner kann weiten, was da passiert. Von klein an lernen Kinder, was das wir. Und sie lernen, wo Gott hat frei gemacht. Nach some Schriftstellen sagen, dass wir nach einem 50 Kuffel Wein und da wir eine Städte am Desch, da wir einmal ladig, da wir ein Stuhl, abgesagt ganz, aber da wir ladig mit einem Kuffel Wein da. Und dort wir für Elia. Wenn Gott hat gesagt, Elia wird kommen, und dort wollte ich erst sehen, dass Passafast checkt nicht bloß rein in Ägypten, das checkt auch vorab, wenn der Messias wird kommen. Und das bei uns korrekt so, wir da nicht bloß checken, was Jesus hat für uns zu tun, aber was er auch wird tun, oder wo wir hinkommen. Und so das in dem Sinne sind wir ein bisschen ähnlich. Und zu jeder Generation, für 1500 Jahre, lehren sie, dass wir ein Sklaven in Ägypten, Gott rät uns mit seiner allmächtigen Hand. Und man wird das von der führen, auch für 2000 Jahre, wie persönlich habe ich für 2000 Jahre. Aber jeder Mal wird das führen, sagt die Schrift, dann denkt an mich, denkt an, was ich für ihn zu tun habe, denkt an, dass ich komme treu. Und das ist, was der Desch von der ist für uns, dass wir an die Dinge denken. Und so das bringt uns nach Lukas 22. Jesus sagt mit seinen Jüngern, Rahmen Desch. Aber dort, was nu symbolisch wird, das ist nu wirklich geworden. Dort wurde erst einmal alle Hinweise, die Person sagt nu am Desch. Und die wollten um Krieg gehen. Und so, sie haben Schub geschlacht, sie haben Blut gebrückt oder vergoten, sie haben Mahlzeiten gegessen, Wein getrunken. Alles von dort, alles, dort wie eine Vorbereitung für das Desch, was Jesus nu sagt. Und so ist es für uns. Alles, was wir tun, das ist eine Vorbereitung für die Ewigkeit. Das ist eine Vorbereitung für was kommt. Und durch diese Mahlzeit bringt Jesus, oder er merkt einen neuen Bund bekannt. Na, der Bund ist in seinem Blut, das wird noch nicht passiert, aber Jesus sagt, und das passiert beinahe 24 Stunden. Und so, er sagt es dort in Lukas 22, 19. Und dann nahm er Brot, dankt dafür und brüht dort und gab von dort und sagt, das ist mein Körper, der für ihn gegeben wird, um an mich zu denken. Das ist, was wir von der Welt tun. Und wenn die Leute das Brot nehmen, das ist, was wir tun. Jesus ist sein Körper. Wir können angehen und wo schrecklich den Körper wird teuert. Aber die Idee ist, dass ich gebe mir selbst Hand für ihn. Und so das hat wir erinnern uns von der, dass Jesus hat sich selbst von uns gegeben. Er sagt wieder in Vers 20, große nahm er nur ovenkost, auch das Kuffel und seht, das Kuffel ist der neue Bund in meinem Blut, das für ihn verguten wird.
Und so hier ändert alles. Nu ist es nicht mehr Ägypten, an was wir denken. Nu ist es an Kreuz oder an Golgatha, können wir sagen, wo Jesus starb. Nu sind wir nicht mehr bloß von Pharao frei, nu sind wir von unserem Sinn frei. Nu ist es nicht mehr das Blut von Schub und Kosen, nu ist es das Blut von Gott sein Sehen, von Gott selbst. Und so, das Kreuz, das wird kein Accident. Das Kreuz wenig Wort, was da rein sich geht, auch noch nicht, wie Jesus mal kreuzen. Das wir all von Anfang Welt, oder wie kann sein, von Ewigkeit her geplant. Und jeder Passover, was jüdische Volk führen, der das weiß, nur das Kreuz. Johannes 1,29, da sagt Johannes, der Däuper, er sagt, am nächsten Tag sagt Johannes, Jesus nur sich abzukommen und sagt, check, das ist Gott sein Lamm, das die Welt ihre Sünden wegnimmt. Aber hier ist das Ding. Tim, da es eine Freiheit gibt von Sklaverei, dann muss das Lamm sterben und das Blut muss ohne der sein. Tim, da es eine Erlösung gibt für mich und die, von unserem Sinn, von der ewigen Verdammnis, dann muss Jesus sterben und das Blut muss an unsere Deren sein. Und das ist, was wir führen, wenn wir dort oben mal führen. Das Passover leidt uit Ägypten. Jesus leidt uns uit eine ewige Verdammnis. Wir sind nu vrijgemaakt von ewiger Tod. Und jeder Overmal erinnert uns an das. Und diese Freiheit, oder dit Raden, das kommt durch Jesus. Und so kommt, du hast Ruhm um Desch. Wir sind gewarnt von overmal, dass das ist bloß für die feinen Menschen, das ist bloß für die sein noch Habitant, du musst so und so krieg sein. Ich habe Ihnen doch mal vertellt, das sagt mal zum ersten Mal overmal wie, ich meine, ich grüll mich meist tot. Keiner hat mir gesagt, was wird passieren, und dass wir alle ein bisschen funnig und wissen nicht mehr, was wird passieren. So soll es nicht sein. Und so vielleicht bist du von dir hier und du bist in Leifi. Du bist verwickelt in der rechte Arbeit, sozusagen. Du bist in was verwickelt, was du nicht so sein und du denkst vielleicht so, ich sehe nicht würdig, nach das zu kommen. Weißt du, was Jesus sagt? Er sagt zu Leifi, komm. Ich will die in Jünger merken. Komm, ich will die einer merken, was der Schrift geschrieben hat. Und das ist die Früh. Ich meine, die Früh sollte nicht am Desch, aber sie kämpft nur an. Also sie kämpft nur den Desch. Und so sei es für sure nicht würdig. Aber sie kämpft daheim, sie hat irgendwo was mit Jesus zu tun, sie hat Leib weg und sie hat Vergebung gekriegt und Dankbarkeit kämpft sie daheim. Aber Jesus sagt her, den Glauben hat die Rat, die Sünden sind vergeben, gut und Frieden. Vielleicht bist du dort von dir. Und du weißt, dass dein Leben ist arg. Oder du hast mal wo was mit Jesus beginnt, vielleicht hat du die Leistung an Jesus, aber du hast was sehr arg gegangen. Und so dann bist du von dir angeladen. Das Desch kann ein Ändernis werden in dein Leben. Das Desch, das kann dich radikal verändern, wo du kannst nur das Desch kommen, du kannst sagen, weißt du was, ich fange von dir von nie an. Jesus, ich gebe mir frisch die Hand. Dankeschön für mich sterben, Dankeschön für dein Blut, und ich will für dich leben. Und das kannst du sein. Aber vielleicht bist du von dir hier und du denkst, das klingt etwas, was ich like, wer sie ich? Ich kann nicht. Aber Jesus sagt von dir, komm zu mir, gib mir das kleine bisschen, was du hast. Und ich werde das für mich und ich werde das ein großes Ding von mir. Weißt du, das ist, wo ich sehe von dir. Wenn ihr wisst, von wo ich komme und was für eine Familie ich komme, all so eine Dinge, ihr würdet nicht einmal wundern. Manchmal bleibt ihr vielleicht, ich komme von so einer neutralen Familie und so weiter. Ich komme von einer neutralen Familie. Aber weißt du, wenn wir das kleine Jesus geben, wo wir haben, er reinigt uns, er vergift uns, er kann das für große Dinge brauchen. Vielleicht bist du durch von dir und du bist angeladen und Desch. Bring das kleine bisschen, was du hast. Vielleicht bist du Zachäus. Und du weißt, dass dein Leben ist arg und du hast ein Verlangen in dir, auch mal Jesus zu begegnen. Du bist sozusagen am Baum gekrochen.
Und Jesus lud die an. Er sagt, von der mag ich mit die Multit. Von der mag ich mit die und Desch setzen. Von der mag ich die begegnen om das Desch. Und du kannst nur das Desch kommen und dein Leben kann radikal verändert sein. Und ich wünsche mal bei uns, wir sollen denken, was uns, dass wir da hinkommen, wenn wir wollen, dichter nach Jesus kommen. Weißt du, keiner von uns Leben ist 100% okay. Keiner. Wir haben alle unsere Hang-ups sozusagen, wir haben alle unsere Dinge. Und wenn wir wollen reden von wer der würdig ist, dann wird nicht einer kommen, nicht einer. Wir sind 100% bloß durch würdig, wenn Gott seine Gnade ist, um das Desch. Und das ist ein Desch von Gnade, nicht ein Desch von Verdammnis. Und so ich will dich anladen. Wir wollen tot beten, der Worship-Team wird hier oben singen, und dann kann ich kommen. Wenn wir hier rein sind, dauert nicht zu lange lernen, dauert nicht zu lange geht. Aber wir wollen von der unter das Desch kommen. Jesus lädt uns an, er sagt, kommt, du hast Ruhm an mein Desch, ich will dich begegnen, ich will dein Leben ändern. Und vielleicht bist du von der hier in Gott, in Jesus, haft die begegnet, er haft die verändert. Du kommst für Dankbarkeit, du kommst bloß einfach aus einem dankbaren Hort, dass Jesus hat, was Jesus hat für dich getan. Aber wir sind alle eingeladen. Vielleicht bist du hier zum ersten Mal in diesem Bett verarmt, so wie wir mal tun. Aber ich würde dich einladen, du wirst kommen. Wenn das ein Desch von Gnade, nicht ein Desch von Verdammnis. Das ist ein Desch von was Jesus hat getan und wo Jesus die Erlösung anbieten hat. Und das kann der Stelle sein, wo du von der Rahmen Desch kommst und sagst, weißt du Gott, ich will mein Leben ganz Jesus geben. Und das ist der Stelle, wo ich das weiß. So, ich würde fragen, dass ihr abstehen. Ich will mit ihnen zu beten. Der Worship-Team wird anfangen zu singen. Und dann bloß, wenn ihr schreit und kommt, nehmt ihr das Salz gut rein, nach ihr steht, bet für ihr Salz und dann esst ihr und trinkt ihr, wenn ihr schreit sind. Wir wollen nicht krank sein und nu esst, nu trinkt. Wir lassen das ab zu ihr. Aber wir werden beten. Himmlischer Vater, vielmal Dankeschön für die Desch. Vielmal Dankeschön, dass du kommst sein und du sagst, komm, du hast Ruhm an mein Desch. Und Herr, wir haben über diese 5 Jahre gecheckt und Lebens verändert, was Rahmen Desch kommt mit dir. Und von der kommen wir Rahmen Desch mit dir, Herr. Und vielleicht hast du wieder eine Versammlung, was nicht dich bei dir wandelt, haft mal die Chant, das läuft an dir, aber das Leben ist nicht reich. Ich bete, dass das ein Moment sein, wo wir Buße tun, wo wir sagen, weißt du, ich will frisch für Jesus. Ich möchte nie anfangen. Dankeschön, Jesus, für dein Blut geben. Dankeschön für dein Körper geben. Dankeschön für die Erlösung. Aber help uns immer an zu denken, dass das Blut muss angewandt werden an unser eigenes Leben. Und das, was wir wollen tun. In Jesus' Namen. Amen.